Hallo, willkommen zu einer neuen Aufnahme von Baldur's Gate 3 mit unserem Baden Tim Harlin. Wir hatten gerestet, sind actually im Druiden Grove und hatten hier erstmal ein bisschen gehandelt und jetzt werden wir uns mal hier umgucken in dem Druid Grove. What's up for discussion? Hells! We can't just leave. They're kin! I'll not gamble our lives, our futures, on people who are as good as dead. We must leave for Baldur's Gate at once. Can we all just take a moment, please? What's the point in blazing spells if we don't bloody use them? We should stay. These people aren't fighters. We can help. Or yell louder. That's fine too. You should all stay. A single blade could make a difference. Ja, da brauche ich eigentlich hier wirklich... Gut, das ist eigentlich Overkill. Genau. Thank you. It's the right thing to do, and you know it. She's right, Roland. We're better than this. Zerg. Fine, I'll stay too. Lest you both end up with your throat slit by Goblin Blade. Thank you, Roland. Gut. Don't be grumpy, Roland. We'll get to the city soon. I am not grumpy. This place is a bloody death trap, not a sanctuary. You should clear off while you can. Strange ox. Arcana, the ox makes you uneasy. Try to discern why. Das ist der Punkt, wo ich meinte, das werde ich jetzt nicht rerollen. Das hat halt nicht geklappt. Ich kann aber nochmal die Inspiration nehmen. Dann habe ich es doch rausgekriegt. Something's off. This creature isn't what it appears to be. Gut, jetzt weiß ich aber natürlich auch immer noch nicht. Gut. Make a run for it. Gut, dann weiß ich das immer noch nicht. Dann gucken wir mal, was hier so los ist. Oh, right. Go for the heart. No, go for the eyes, Bo. And again. Will, ach, das ist der Typ, der gekämpft hat. Go on. Give me a best shot. Das ist der Typ, der gegen die Goblins gekämpft hat. Not bad. Again. I can't do it. I'm not like you. Umi, I don't need you to be like me. You just have to buy enough time to run. Come on. I believe in you. You can do this. It's good advice, child. You do well to listen. You're on the right path, Umi. Go on now. Practice what you've learned. Well met. The blade of frontiers at your... The man's smile bends downward, and his thoughts become yours. You are the blade of frontiers racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical figure, red skin, single curled horn, blazes with flame, bloodied great axe held high. Hell's great fires. You were on the ship. Yes, and we both carry parasites, obviously. Doomed to shed our skin and become a lithid, or so the stories go. But we haven't sprouted any tentacles. Not yet, anyway.
could just be good luck. I'm not so. Your minds collide once more. Will chases the fiend ignited with rancor. She is an infernal war devil. A threat to the living. Evil incarnate. Shit! You saw her. Advocatus Diaboli. Advocatus Diaboli. A devil's advocate. A champion in the blood war between diabolical forces and demons. A devil's advocate. Do you think she'll bring the blood war to Faerun? That ship sailed the Styx already. All I can hope for is to limit the damage. Her name is Karlak, an archdevil soldier I swore on my good eye to kill. I tracked her through the hells to the Mind Flayer ship, but the damned Illithids infected me before I could end her. She's out there now, preying on the innocent. I don't kill her, she'll leave behind nothing but a trail of corpses. I'm looking to cure this infection. I suggest we partner up. Just so you know, my first duty is Karlak. I'm oath-bound to go after her. But I won't deny this infection is bothersome. I accept your invitation. You'll need to make room if you want to partner up, though. Still, when the time comes, call for the blade. I won't be long to answer. Go to my camp and wait for me. A splendid plan. We'll talk more there. Und wenn es ein guter Kämpfer ist, dann wäre es vielleicht nett, Lae'zel zu ersetzen gegen ihn. Weil die ist ja schon so ein bisschen Pain in the Ass, ne? So, was haben wir hier? Get help from Healer Nettie. Goblin Priestess. Rescue Druid Helsen. Find the Githyanki Crash. Save the Refugees. Blade of Frontiers. We recruited Will. Die will natürlich... We spoke to Soru. He told us he saw Githyanki on the road to Baldur's Gate near the mountain pass in the northwest. We should travel there with Lae'zel. Told us he needed to consume weave. Explore the ruins. Ist fertig. Gut. So, dann würde ich nämlich echt vorschlagen, wir gucken mal, was sie so rumschleppt. Eigentlich nicht viel. Scroll of Revivify. I would trust her with this. Da. So. Sonst hat sie jetzt noch halt diese Healing Potions. Wir lassen ihr mal 2. Und dann hat sie ja eigentlich nichts mehr. Sie hat aber, was hat sie da? Gloves of Missile Snaring, das muss sie nicht tragen. Ich das abnehmen. Die Frage ist, kann der Will das Ding hier benutzen? Aber die kriegt sie dann natürlich nicht. Gut, was der für... Was kriegt man dann raus? Das war ja ein Warlock. Was kann ein Warlock? Das ist... das nicht. Martial Weapons or Great Swords. Mal sehen. Aber ich würde vorschlagen, wir sprechen mal mit Lae'zel. The Githyanki people have a word for men like the Blade of Frontiers. Shalak. Roughly translated, idealist do-gooder. Or better yet, benevolent burden. Ja. His confidence is an asset. His pursuit of valor, not so much. Ja. Allerliebst. Wait for me in the camp. You believe you can survive without me? Yes. Go to camp. As you say, do not keep me waiting. So, und er müsste jetzt im Camp sein und dann werden wir den mal rekrutieren, den Buben.
Das ist er. The Blade of Frontiers at your calling. So, how does the Blade of Frontiers end up chasing a devil in the hells? Karlach's fires raged in Baldur's Gate before she escaped to Avernus, as my source told it. And she was planning to return. One of the archdevils Zariel's own. Chaos incarnate, a devil with pure fire for a heart. I made my way to Avernus to stop her. She fled from my reach, even climbed aboard the Mind Flayer ship as it screeched through the hells. I followed in close pursuit. I can't bear to imagine the lives Karlach might be taking, the damage she might be doing. Who is this source of yours? A powerful friend with a keen interest in privacy. I'm sworn to say no more. I don't trust this. All right. What else is on your mind? So, tell me, Will, how did you come to be the Blade of Frontiers? My father once said, one does not pursue a champion's life. One merely answers its call. So it was for me. I was hunting near the Cloakwood when I heard it. A child crying out from a lone farmstead. I found him in the fields, flanked by goblins. His mother's corpse blared into the soil next to him. I don't remember much of the battle, but I remember drying the boy's tears after. What act could be finer than saving a life? You must have felt proud. Proud? No. Angry. Angry at the monsters preying on innocents. Angry at the so-called good gods for tolerating the cruelty of the evil. Angry at myself that it took so long for me to see the coast suffering. The frontiers demanded a blade. And so I heeded. And before that? Baldur's Gate, born and raised. The only son of a single father. He wanted one life for me. I chose another. We haven't spoken since I left the city. A classic drama. A staunch father and his rebellious son. Better heard from the bard's lips than mine. I am a bard. Schade, gibt's keine Option. Ich hätte ja ein Lied draus machen können. I've noticed your stone eye. Did you lose it in battle? A most vicious one, in fact. It's made from pure bloodstone, carved from the Galena Mountains just north of the Moonsea. A reminder that sometimes blood must be shed and sacrifices must be made. But that story is reserved for lifetime friends and calmer days. Like to talk about something else? By all means. I don't suppose you've come across an expert healer in your travels. I've come to know a fair few village clerics, but none with the skill to pull these worms from our heads. From what I understand, there's a healer called Nettie in the Grove. Perhaps she's got the talent. We should pay her a visit. Yeah. Then let's move. I'd like you to join me. That's the spirit. Der ist ja doch deutlich netter als Lae'zel. So, jetzt schauen wir mal, was er überhaupt ist. Also ein Warlock. Spells. Replace Spell. Was hat er? Er hat Arms of Hardar und Armor of Agathis. Until long rest. Armor of Agathis. Gain 5 temporary hit points and deal 5 cold damage to any creature. Und Until long rest. Das sieht ja eigentlich gut aus. So, was haben wir dann hier noch? Hex. Man sollte nicht vergessen, make an additional attack. Necrotic. Burning Hands, Charm Person, Command, Expeditious Retreat. Gain dash immediately and as a bonus action on each of your turns until this spell ends. Und nee, es ist aber Concentration. Aber es gilt until long rest.
Das heißt, man könnte tatsächlich Dash als Bonus-Action kriegen mit dem Spell. Ja, das Problem ist nämlich, Warlocks haben sehr wenige Spells und dann wäre es schon doof, wenn es ein Spell ist, der jetzt einfach nur mal puff, hat kurz Schaden gemacht und dann ist er weg und dann habe ich bis Long Rest nichts mehr. Oder bis Short Rest. Mit Features. Unity Attack, Dark One's Blessing. When you reduce a hostile creature to 0 hit points, the gift from your patron grants you Charisma Modifier plus Class Level Warlock. Das sind im Moment 3 plus 2, also 5. Ja, gut, egal. Civil Militia, Weapon Proficiency, Spares, Pikes, Halberds, Glaives, Armor Proficiency with Light Armor and Shields. Human Versatility, select an additional skill. Sonst steht da jetzt nichts über ihn, okay. Also Expeditious Retreat wäre möglicherweise tatsächlich was. Protection from Evil and Good, das brauchen wir alles nicht. Ich glaube, ich nehme tatsächlich mal Expeditious Retreat. So. Agonizing Blast. When you cast Eldritch Blast, add your Charisma bonus to damage. Das ist, glaube ich, mandatory. Armor of Shadows. You can cast Mage Armor on yourself at will without expending a spell slot. Und er kann ja nur Light Armor, das heißt, da kommt nicht viel zusammen. Es ist schon besser, ihm keine Rüstung zu geben und stattdessen das zu machen. Und das kann er ohne Spell Slot, das wäre also was. Beast Speech, auch nicht schlecht. Habe ich nämlich nicht sonst. Nee, das braucht man nicht. Reden wir halt mal nicht mit Tieren in dem Run. Beguiling Influence, you invoke your Proficiency in Deception, das brauchen wir noch gar nicht. Devil's Sight, nicht so wichtig. False Life, auch nicht wichtig. Mask of Many Faces, nö. At will, ne? Ja. One with Shadows, you learn how to cast One with Shadows. Vanish into the darkness and become invisible, as long as you stand still. Ganz ehrlich, mit einem Spell-Slot, ne, nehme ich mal an. Also wenn das at will wäre, könnte man ja noch drüber reden. Oder wenigstens einmal pro Long Rest und ich brauche keinen Spell-Slot, weil Spell-Slots sind richtig selten. Repelling Blast. When you hit a creature with an Eldritch Blast, you can push the creature up to 15 feet. Once per Long Rest, you can cast Bane. Nee. Also Repelling Blast und Agonizing, das ist der spannende Punkt. Ach richtig, wir sind ja schon Level 3. Cool. Dann kriegen wir ja noch einen dazu. Dann kann man ja vielleicht, naja, Misty Step ist jetzt eher so. Cloud of Daggers. Conjure Cloud of Spinning Daggers then that attack anyone inside. Blindness. Darkness. Enthrall. Old Person. Mirror Image. Burning Hands. Shatter. Shatter ist vielleicht nicht schlecht. Wenn es mal wirklich drauf ankommt, einen Flächenschaden zu machen. Andererseits ist der vielleicht sogar Burning Hands 3D. Ach sogar, ich mach mal was haben wir hier noch? Ich mach mal Shatter. Gut, und Pact Boon. So, das ist der spannende Punkt. Pact of the Chain. Gain the service of a familiar, a Fey Spirit und so weiter. Das ist eigentlich in dem Spiel auch nicht schlecht, weil man dann ja einen Verbündeten hat und je mehr ist eigentlich umso besser. Und
Imp oder Quasit. Also jemand, der jemanden jagt, der aus der Hölle kommt, weil er in der Hölle ist und Teufeln dient, sollte vielleicht keinen Imp haben oder Quasit. Pact of the Blade. Damit wird er zum Nahkämpfer. Was kann das sein? Das kann ja, glaube ich, jede Waffe sein, die es irgendwie gibt, ne? Pact of the Tome. Your patron grants you a grimoire called the Book of Shadows, which allows you to cast Guidance, Vicious Mockery and Thorn Whip. Ne, also ich würde sagen Pact of the Blade. Summon a weapon to your hand. It uses the wielder's spellcasting ability. Und Bind Pact Weapon. Das mache ich. Replay Spell brauche ich nicht, habe ich erst. So, dann schauen wir mal. Also er hat ein Rapier. Aber wir können ihm das hier geben. Er ist zwar nicht proficient und deswegen ist er hier mit -1, aber das gibt sich gleich. Und schon ist es +5. So, jetzt kann er nämlich auch dieses, was ist denn das überhaupt, ein Greatsword, genau. Das macht halt 2d6 plus 3 und dann eben noch 1d4. Ansonsten wäre es schon super nett, dieses Rapier zu haben, weil dann könnte ich noch ein Schild nebenher nehmen. Habe ich eigentlich ein Schild zur Hand? Nee, im Moment nicht, die habe ich alle vertickt. Eine Fernkampfwaffe braucht er nicht, er hat ja hier Eldritch Blast. Hallo? Müsste hier nicht irgendwo... Müsste jetzt hier nicht irgendwo Mage Armor auftauchen? Das finde ich jetzt nicht nett. Das hatte ich doch ausgewählt. Oder habe ich das geträumt? Das war doch eigentlich die Idee dabei. Arms of Father. Blade Ward. Wer braucht denn Blade Ward? Na gut. Das ist jetzt doof. Keine Ahnung, wie stark ist der eigentlich? Ich glaube, super stark ist er nicht. Ne? Naja, ich nehme das hier einfach mal. Meine Kappe. Das irritiert mich jetzt. Jedenfalls kriegt er jetzt erstmal die Arrow. Oder ich meine, das kann auch sie nehmen. Hallo? Genau. Shadowheart kriegt die Missile Snaring. So, und jetzt würde ich doch gerne mal sehen. Ich habe das doch gemacht. Das gibt's doch nicht. Ich sehe es nicht. Ich dachte, ich hätte ausgewählt, dass er at will Mage Armor casten kann. Das sehe ich jetzt nicht mehr. Gut, früher oder später werde ich das nehmen auf jeden Fall, aber das ist komisch. Na gut, dann kann er es halt jetzt nicht. So, be it. Moment, was hat er denn eigentlich für eine Rüstung? Er hat eine Padded Armor +1. Toll, großes Kino. Na gut, egal. Er ist jetzt mal Nahkämpfer. Schauen wir mal, wie weit wir damit kommen mit seiner überragenden Rüstungsklasse. Ach, das bin ich ja. Heat Metal und so weiter, genau. Song of Rest. Speak with Dead kann ich wegen dem Amulett. Ja, und jetzt habe ich auch die Shovel. Gut. Dann let's go.
So, hier, das waren ja... Asch, habe ich mit dem nämlich nicht geredet, aber das glaube ich... I saw you at the gates. You fight well. A few words for the kids? Spare a story or two. Natürlich, ich bin ja ein Bade. Da hätte jetzt eigentlich noch eine Baden-Option hingehört. Be strong and watch over your kin. And trust there's victory. Thanks. I prefer when they smile. This is no fortress and we're no warriors. So. Was ist das hier noch für ein Typ? Step, parry, strike, damn it! It's just not landing. Interesting technique. Having some trouble? Nothing but. Goblins in the wild out for blood, and the druids in here looking to kick us out. Or worse. We need to be ready for a fight. But I'm useless with a sword. Detect thoughts. He was only a boy. And I just froze while the wall tore his head clean off. Never again. Clear your mind. Past mistakes don't matter. Focus on the present, the target. You're right. I need to clear my head. And step, parry, step, step, swing. Yes! You really know what you're doing. Found this by the road. Bet you'll put it to good use. Yeah. One last thing. Don't shout out your moves like that. Spoils the surprise for your foe. Oh, yes. I'll bite my tongue when the time comes. Keep training. In time you'll make short work of any goblins. Hopefully it's just the goblins we have to worry about. The druids are treating us like vermin. But I'll keep at it. Thank you. So. Hold. Hier sind ja auch noch tonnenweise Leute. Hier war ich schon. Ja, um die Geschichte mit den Goblins da hinten hinter der Geheimtür muss ich mich noch kümmern. Goblins, druids. This grove is a death trap. Grab what you can and get out. That's my advice. Shoes. Where are my boots? Please, leave us be. This isn't a good time. It's fine, Memnos. Having fun with your new goblin friend? Bet you aren't. You Goblin Friend. Naja, gut. Wenn du meinst. Thanks for fighting off those goblins. If you need to replace any gear, just ask. My selection's pretty slim. I had to leave most of my equipment in Elturel. That forge is holding on by a thread. Are you a smith? Of sorts. Used to be a bread and butter tinsmith before Elturel fell into Avernus. These days my talents are more eclectic. Learned a lot in my time in the Hells. Hope to forget most of it. But between you and me, there's nothing in all the realms like the utter power of infernal machinery. Alas, my offerings are far more humble these days. Na dann, let me see your wares. So, vielleicht kann ich ja mal was brauchen. Hier hätten wir ein Schild. Safeguard Shield. Saving Throw +1. Und es kostet 99. Andererseits ist ja Will jetzt mit dieser Waffe unterwegs und kann kein Schild mehr tragen. Aber sie könnte vielleicht sowas gebrauchen.
500 habe ich. Ich bin sicher, das ist witziger. Und das gebe ich. Das gebe ich dann später. Plus 1 Saving Throw ist keine schlechte Angelegenheit, kann man schon mal sagen. Ne? Maze. Haben wir irgendwas? Maze plus 1. 72. So, ne? Das sieht doch schon alles dann viel besser aus. Heavy Crossbow, das kann sie nicht. Was haben wir hier eigentlich an Rüstungen? Ringmail. Chain Shirt, Medium. Plus 1, das Thema hatten wir neulich. Ich würde es erstmal lassen. Das ist zwar 1 Rüstungsklasse, aber so be it. Hier haben wir eine Hide Armor, das würde ich sowieso nicht nehmen. Eine Padded Armor plus 1. Also für jemanden, der jetzt gerade sowieso quasi in Unterhosen kämpft, wäre das schon was, ne? Und wo ich ja jetzt gerade nicht das Mage Armor casten kann, aus Gründen, die ich nicht verstehe. Für eine Rüstungsklasse ist eigentlich dasselbe wie bei ihr, ne? Also er hat Rüstungsklasse 12, er ist halt wirklich auch nicht toll, was Dexterity angeht, ne? Was haben wir denn hier noch? Ein Great Sword plus 1, Heavy Crossbow, ein Rapier plus 1, Hunting Shortbow, Hunter's Mark. Feller of Monsters. You have advantage against monstrosity-type enemies. Aber vor allen Dingen Hunters Mark finde ich nochmal nicht schlecht. Natürlich nicht für ihn, sondern wenn dann eher für mich. 1d10. Der macht halt weniger Schaden als ein Crossbow, ne? Was haben wir hier noch? Ein Shortbow plus 1. Nee, ich glaube, wir bleiben mal dabei, weil der macht mehr Schaden und okay, ja gut, wenn ich Hunters Mark wirke, macht er natürlich mehr Schaden insgesamt, ne? Mit Hunters Mark wären das ja 1d9 plus 1d6. Vorausgesetzt, ich kann es wirken. Kaufen? 117. Wir verkaufen erstmal noch irgendwelchen Quatsch, den wir hier noch haben. Wie ich nämlich gerade sehe, habe ich hier noch alles mögliche Zeug, was ich nicht brauche. Hier. Boom. Die Battle Axe kommt auch weg auf jeden Fall. Karaffe von Wein. Na gut, warum ist das jetzt hier gelandet und nicht da oben? Ist egal. Das vielleicht mal, das mache ich auch mal weg. ASV-Asud und so, das kommt hier auch weg. Das war eine Ancient Scroll. Eine Harper's Map. Lass ich mal. So. Noch andere Leute noch Zeug. Das hatten wir hier, das ist Grease Bottle. Nö, das war's dann erstmal. Damn Druids. So. Das geben wir ihm.
Portrait of Fane, genau. Das würde ich zum Beispiel mal ins Camp schicken. Das lohnt sich, glaube ich. Das wäre auch noch was, was man verkaufen könnte. So, Harper's Notebook. Was stand da nochmal drin? Tattered Collection of Reports. Das kann also auch eigentlich to Wares. Die Map. In the nearby forest below the crescent is more recent scroll cache. Frontiers Emerald Grove. Ah, hier. Hier ist ein Hidden Cache. Und ich habe ihn auf der Map, also kann ich ja eigentlich das Ding auch verticken, würde ich sagen. Ne? Add to Wares, dann reden wir nochmal mit ihm. Looking for steel? I have, well, something close. So, Wares. Was war das eigentlich? Ancient Scroll? Ich glaube, das kann man getrost. Ach ja, das war die Geschichte. Das kann man auch nochmal verticken. So, dann haben wir das Thema jetzt. Und was ich auch noch gerne machen würde, ist die Sachen, die hier eigentlich so Alchemical Sachen sind, die kommen hier rein. Water, ne. So, das wäre das. Und dann würde ich das hier zum Beispiel mal ins Camp schicken. Das wiegt ja auch noch was. Water lassen wir mal. Ja. Und jetzt gucken wir mal nach Alchemie, ob wir nicht doch noch irgendwas schon mal wieder machen können. Wir können zum Beispiel Ashes machen. Balsam. Wir können Salze machen. Rogue Morsel. Yeah. Denn das braucht man. Warum ist das jetzt nicht hier? Warum zeigt er das nicht an, dass ich die Potion machen kann? Der Trick ist nämlich, dass ich das brauche, um eine Healing Potion zu machen. So, Elixiere. Also was braucht die Healing Potion? Any Suspension, aber Rogue Morsels. Also können wir mal gucken, ob wir Suspensions machen können. Können wir aber nicht. Ash. Supplements. Machen wir das mal. Peerless Focus. Peerless Focus, das kann mal Handy sein. Das grafe ich mal. So. Und Peerless Focus, denn das ist was bestimmt irgendwann Shadowheart brauchen kann. Sehr gut. Da noch jemand? I'm waiting on someone and you aren't him. Do you mind? Alles klar. Hope the goblins aren't smart. Good to be back behind the walls, have to say. For as long as that lasts. Das ist doch der Typ, der vorhin am Tor stand. Aradin. Ach ja, genau. If it ain't the fearless goblin slayer, you sure you want to be seen with me? I ain't exactly popular with this lot. Hmm. You could try to be a little friendlier. Thanks, Mum. Now please do feck off. Charming. I can see why the locals like you so much. Them devils ain't local. They're refugees. Fella who runs this place offered them shelter. I should speak with that fellow. Do you know where he is? Aye. His name's Halsin. And if he's still alive, he'll be cursing the day he laid eyes on me. We've got a contract.
to track down some relic, and he wanted in on the job. Eyes lit up when he heard about it. Didn't work out, though. Goblins got him when we were turning tail. He's either digging latrines or boiling in a cookpot by now. Can I have a look at that contract? Job's all yours, if you got a death wish. There's a wizard in Baldur's Gate that'll pay gobloads for a relic, supposedly buried round these parts. But gold ain't any use if you're too cold to spend it. Na, das klingt doch super, ein Relikt. Und ich krieg viel Gold. Any idea what the relic actually is? If I knew that, I wouldn't be back here, with half my crew gone. But look, if you're itching to meet Kellenvor, I won't stop you. It's called the Night Song. Supposed to be hidden under the temple where the goblins jumped us. I'd give you the map and wish you a happy funeral, but my mate Brian kept hold of it like his own todger. Goblins made sure to the fat old chunk. All I've got's the contract. It'll show you where we turn back, if you feel like dying. Thanks. Don't thank me. I'll be well on my way to Baldur's Gate when you die. Schauen wir mal. So, was ist das eigentlich? Camp Supply. Backpack. Was ist eigentlich im Backpack? Ah. Wieso ist das ein Backpack? Das müsste doch in den Camp Supplies sein. Es gibt doch sonst wieder Ärger, sowas. Das machen wir mal lieber und das Backpack nehmen wir, um sowas reinzutun. Und vielleicht auch noch sowas. Und vielleicht auch sowas. So, also das ist wie gesagt Camp Supply Pack. So, okay, das geht hier auch noch. Sortieren wir nochmal. Das alles sehr schön. Ja. Achso, ich wollte ja auch den Vertrag mal lesen, ne? Was steht da Schönes? A scuffed handbill stamped with an extravagant seal boldly proclaims adventurers wanted for perilous and profitable quest. Master Lorokan, the Arcanist of Athkatla, the recluse of Ramazeth's Tower, seek brave and enterprising individuals to delve treacherous temple and recover storied artifact, the Night Song, for preservation in Baldur's Gate. Only stout of heart and keen of mind need apply, fame, glory and incredible fortune assured. Sehr schön. Dann kann ja nichts mehr schief gehen. So. Nearly ready. Nee, ist nur mal. Das soll alles nicht angefasst werden. Remira. Damn goblins! You should probably get that looked at. Oh, I was just gonna let it fall off, stick it in my satchel. Ain't letting anyone here near me. They all sat and watched while Zevlor near got us killed. Die sind ja alle außergewöhnlich nett, die Menschen, die es hier so gibt. He let you in, didn't he? It could have been worse. Oh, very gracious of you. We expected a soft job. Something to test the new lad, maybe, but not a bloody goblin nest. Most would have turned tail at the sight, but not Liam, no. He charged him, the stupid bastard. Ja, nebenbei bemerkt, ich habe dir den Arsch gerettet. So, guessing that didn't end well, so you just left your friend to the goblins. So you just left your friend to the goblins? These weren't no normal goblins. And Liam weren't no friend, all right? Okay. Just another raw recruit, thought he was in some storybook. Ja, ne, dann kann man ja sterben lassen. Stone Door, mal sehen. Reden wir erstmal mit Leuten. Hier darf man ran. Kein Wunder, ist nichts drin. Touch me and I'll... Nur mal zu gucken. Backpack.
Camp Supply. Da ist er. Okay. Das ist jetzt automatisch da reingegangen. Das würde ich nämlich eigentlich hoffen. Sowas. I am not grumpy. Das ist schon wieder der Roland, mit dem hatte ich doch schon geredet. Hat der noch was anderes zu sagen? We should have left by now. Damnation! Instead, we're just sitting here, practically begging to be attacked. Staying is a mistake. Schön. Why the rush to leave? You don't understand. My apprenticeship with Leroican begins shortly. I cannot be late. Ach, schade. Yes, that Leroican. The greatest wizard in Baldur's Gate. Na, das ist doch was. Schau I've heard da. that name before. A young man, yes? Lives in Ramesses Tower in the upper city. The very same. Word in Waterdeep has it he's a bit of a cad. But you say he's an accomplished wizard. Of course he is. The greatest spellcaster along the Sword Coast. As if I'd settle for a lesser mentor. In that case, I'd very much appreciate it if you could arrange an introduction, should we reach the city. I've heard stories about Leroican. Not all of them good. Common gossip. The byproducts of ignorance and jealousy. I've admired Leroican for years. Never dreamed he'd answer my letter. But I've worked myself to the bone for this. Few can match me in either magic or talent. The names Roland and Leroican will be known far and wide. You'll see. Ja, und ich habe ja jetzt auch einen Auftrag von ihm gekauft, übernommen, wie auch immer. I already told you I don't have it. How stupid are you? Nicht, das darf ich nicht nehmen. Okta. You! Saw you fighting those slimy bastards. Fancy a bowl? Best to fill your belly now, while we still can. What is it exactly? Food. You want it or not? Naja, ich bin mal höflich. Take the bowl. Look, it ain't much, but it might make all the difference. The only way we'll make it to Baldur's Gate is to run, and run hard. If a gnoll catches your scent, you'll need every bit of strength. Trust me. Touch me and I'll bite your fingers off. Gruel. Das ist dann wohl jetzt auch hier drin. Das ist übrigens spannend. Das sind nicht nur Camp Supplies. Das sind alles nur Camp Supplies. Aber das Zeug macht auch noch 3d12 Healing. Das würde ich tatsächlich mal hier außen lassen. Das ist doch schon mal spannend. Kann man hier irgendwas alles vermuten? Und das ist Anti-Ethel. Ah, if it isn't the talk of the camp. Thank goodness you came along when you... Oh. Oh, what? There isn't a bit of colour in those cheeks, Petal. Are you hurt? Cold? Feverish? Auntie Ethel will sort you out. I've lotions and potions galore. Ach ja, ich habe davon gehört. Lotions and Potions galore habe ich gehört. Das ist die Potion, die die andere paralysiert hat. Ist von ihr, ne? What are you, an alchemist? Oh, nothing as fancy as that. But I come from a long line of women with a dab hand at such things. Aha! You take a sup at that and you'll feel right as rain, sweetie. And what is this exactly? Oh, 'tis just a healing potion, nothing fancy. Here. You just look like you might need a pick-me-up. I'm sorry to go on about it, but are you all right? You're looking awful peaky.
Der würde ich nicht so trauen. Die hat immerhin der anderen Tante eine Potion gegeben, die sie dann paralysiert hat. Das finde ich nicht so... Also zumindest unfähig. I'm fine. Just bone weary after a difficult day. Oh, stop! Even on a good day, half the camp acts like a bunch of screaming brats. I'm tempted to smack them all on the backside and tell them to kiss and make up. Not that they'd listen to little old me. Anyway, do you need anything? I have a few odds and ends for sale. What harm? Show me your wares. Hey, bother. So, was hat sie denn Schönes? Ach, ich habe tatsächlich eine Potion of Greater Healing gekriegt. Gut. Machen die das eigentlich auch? Ja, also Burning kriegt man damit auch weg mit den Potions. Also wir haben hier Invisibility, Corellan's Grace und Quarterstaff. Natural Pugilist, you gain +1 bonus to unarmed attacks. Während man einen Stuff in der Hand hat, brauche ich keinen Bonus to unarmed attacks. Was ist denn das für ein bescheuertes Item? Na gut. So, hat die vielleicht Rogue's Morsel? Mergrass? Ne, hat sie nicht. Aber nichtsdestotrotz, ich habe ja Geld, würde ich sagen. Egal. Und das kostet 29, ist aber egal. Ja, aber das muss ich nicht kaufen. Das ist ja scheiße teuer und das findet man überall. Take care now, sweetie. So. Genau. So, eins davon kriegt Will. Und die restlichen teilen wir dann irgendwann sowieso auf, wenn es soweit ist. Ist hier noch irgendwas, was ich anfassen darf? Nee. Darf man das lesen? Olos Complete Guide to Behavior of Nymphs. Trader appears encouraged by your interest in this item, though of course you'll need to pay for it. True. Ich wollte es ja nur lesen. Ich wollte es ja nicht klauen. Na gut, anyway. Anyway. Jetzt gucken wir mal dahinter. Shoes. Where are my boots? Hier ging es ja noch weiter. Da, wo die Ochsen waren. Ne? Genau. Mit irgendwelche komischen Kinder. He stares right past you, as if you're invisible. Or boring. Are you alright? I see. Anything else on your mind? He's still staring right past you. No. Metallic gloves. Das ist Medium Armor. Strength Saving Throws +1. Aber wann mache ich schon mal Strength Saving Throws? Ach du gute Güte, nee, das machen wir natürlich nicht. Aber geschaut. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, also tue ich sie zu den Wares. Und dann haben wir hier noch eine Kiste mit nichts und gut, das braucht kein Mensch. Ja, aber es sieht nicht so aus, als wäre das verboten, ne? Ich sag mal, das ist offen.
mind reading. Forget. Hold out your hand, mister. Let me show you something. Go on. Take this ring. It's lucky. Marvelous. That was a fancy trick. You haven't seen anything yet, mister. Go on. Take the ring and watch your fortune change. Naja, ich bin ja jemand, der gerne mal so ein bisschen Show-off macht. Ich bin ja ein Bade-Slider-Fan. Mimic his trick and make the ring disappear. Gut. Weeping, bleeding hells! Okay, maybe you don't need extra luck. But since you're already holding the thing, call it. Heads or tails? Naja, tun wir ihm nicht Spaß. Heads. Heads it is. See? That's the kind of luck you get from one of my lucky rings. I've got more where that came from. Real cheap too. Interested? Kleines Schlitzohr. No thanks. Real cheap. Hold on. Thanks for the free ring. Hey, hold on, you gotta pay for that. Here, you can have it back. Now what do you have to You say? got it. One sec. That's what I got. Also hauptsächlich Essen, Camp Supplies, hier haben wir diverse, ach das sind nicht mal Potions, das sind Farben. Okay. Das sind alles Farben. Farben, Essen, Inkpot brauche ich jetzt nicht dringend. Tarbell's Guide to Distractions. A Shovel. Bucket. Nee. Nö. Habe ich irgendwas zu verkaufen? Genau, nämlich diese Dinger, die ich gerade gefunden habe. Sonst noch jemand was zu verkaufen? Ganz ehrlich, diese Potion of Mind Reading brauche ich eigentlich nicht. Animal Speaking. Das könnte man eigentlich benutzen, um doch nochmal mit diesem Ochsen zu reden. Was halte ich denn davon? You suddenly feel something moving against your back and turn. Little thieves. Detect thoughts. You see her hand in your bags and the shame in her heart. Something tells me the thieving life isn't for you. I can't do this anymore, Mattis. I'm sorry. Noch irgendwas zu sagen dazu? Hey, you here to trade or? Your partner's a Yeah, thief. I know. I was standing right here telling her to rob you. You can make it right by giving me a percentage of your take. No. You could at least pretend to be sorry. I am sorry. Sorry we're still talking about this. Look, you caught her. Good for you. You aren't a chump like everyone else around here. Now, do me a favor. Make room for the chumps. Whatever.
Gut. Dann ist jetzt schon eine Stunde rum. Dann würde ich vorschlagen, wir machen da mal Schluss. Bis dann.